keep winning. How the hell do you make it look so easy? I'm spinning and I can't seem to get back on my feet. Yeah, I might give up, 'cause I'm falling down now. Won't be good enough. I miss it, those days when nothing ever really mattered. So willing to give it all deep into you, might just shatter now. You're scared of time, gotta beat the clock now. It's all up to pride. Tough luck, babe, struck out when you had about 30 chances. One bad day, now you don't know how to pay for the damage. I don't wanna cry, if I'm gonna fall back, it's a waste of time. And I don't know where to go from here, is it worth the fear? All alone, filling up with tears, and I'm hardly here. I am still burning slow. Though it's stuck it out now. Willkommen aus dem Inka-Land Peru. Ja, wir sind immer noch in diesem wunderbaren Land, mittlerweile im Süden angekommen. Doch in den letzten Wochen, da ist einiges passiert und das möchten wir euch jetzt erzählen. Nachdem wir 10 Tage lang unsere defekte Kabinenhalterung repariert haben, waren wir top motiviert, wieder unterwegs zu sein und sind Richtung Cordillera Blanca gefahren. Im Nationalpark Huascaran haben wir einen wunderschönen Stellplatz gefunden an einem idyllischen Fluss, einer wunderschönen Lagune und umgeben von zahlreichen Sechstausenden. Von hier aus sind wir die Laguna 69 gewandert. Eine anspruchsvolle Wanderung hoch auf 4600 Meter über Meer. Als wir die 800 Höhenmeter im gefühlten Schneckentempo dann endlich überwunden haben und oben angekommen sind, ja, da verschlägt es einem wirklich fast die Sprache. Eine türkisfarbene Lagune, umgeben von schneebedeckten Gipfeln, wirklich einfach ein Traum. Gut, dass wir so früh gestartet sind, morgens um 6:30, weil so waren wir die erste Stunde völlig alleine da oben. Auf dem Rückweg zurück ins Tal, da sind uns dann wirklich sehr viele Menschen entgegengekommen. Man muss aber auch sagen, es war Osterwochenende. Kein gutes Wochenende, um in Peru irgendetwas zu unternehmen. Danach sind wir noch die Passstraße hochgefahren auf 4800 Meter etwa. Ein typisch peruanisches Spektakel, zahlreiche Serpentinen, so schlängelt sich das Ganze auf die Passhöhe hoch, von wo aus man einen perfekten Blick auf das Tal, auf unseren Schlafplatz und die Lagune hat. Also wer in dem Nationalpark unterwegs ist, bitte fahrt unbedingt da hoch. Eigentlich mit jedem Fahrzeug machbar. Dann wurde es aber langsam Zeit für uns von den Bergen zu verabschieden. Obwohl man in der Cordillera Blanca noch wochenlang mit Wandern und Offroad-Pisten verbringen könnte, wir sind auf einer anderen Mission. Wir sind dann wohl oder übel doch noch ein bisschen länger geblieben in den Bergen. Unsere Pechsträhne scheint irgendwie anzuhalten.
Auf einer schönen Grasfläche wollten wir unsere letzte Nacht in den Bergen verbringen. Eigentlich habe ich gerade noch zu Sandro gesagt, wollen wir das nicht zuerst mal zu Fuß anschauen? Nein, 20 Sekunden später sind wir dann halt stecken geblieben. Ja, wir haben uns ziemlich übel festgefahren und mussten uns aus dem Schlamassel zuerst einmal wieder befreien. Über 2 Stunden lang hat Sandro geschaufelt und glaubt mir, auf 4200 Meter über Meer ist das gar nicht so einfach. Also man kommt ganz schön ins Schwitzen und die Sache war doch relativ anstrengend. Wir haben es aber geschafft und konnten uns dann befreien. Am nächsten Morgen sind wir dann extra ganz früh aufgestanden, weil wir einen langen Fahrtag vor uns hatten. Ja, dann der kleine Schock, wir haben einen platten Reifen. Der erste überhaupt während 3 Jahren Reisen. Offensichtlich haben wir uns mit den Sandbläschen, die wir zur Bergung aus dem Matsch benutzt haben, eine Schraube rausgezogen, die wahrscheinlich schon eine ganze Weile im Reifen stecken geblieben war. Wir waren dann aber originell und haben anstelle des Reifen zu wechseln unser Mountainbike-Flickset nach vorne genommen und haben mit einem Gummiwurm das Loch gestopft und haben etwas Tubeless-Milch von unseren Mountainbikes in den Reifen gelassen, um das Ganze noch zu verdichten. Und siehe da, circa 3000 Kilometer und zahlreiche Offroad-Strecken später hält es also immer noch. Es lohnt sich also, ein Mountainbike-Reparaturset für ein paar wenig Euro mit dabei zu haben. Was es auch speziell für Lastwagen geben würde. Denn wir ersetzen den Reifen nicht, wir reparieren ihn. Das nur eine Einstichwunde ist von der Schraube. Ich denke, das war jetzt monatelang dicht, weil ich es nicht bemerkt habe. Nehme ich an, das wird halten. Mit etwa 5 Stunden Verspätung sind wir dann losgefahren Richtung Lima. Keine gute Idee. Kaum sind wir unten an der Küste angekommen, wurde uns klar, wieso wir das Ganze bisher vermieden haben.
Wir haben ja während unserer Reise schon viel gesehen, aber die Küste von Peru, die schlägt wirklich alles. Man merkt richtig, wie es einem auf die Stimmung schlägt und schlechte Laune verbreitet. Müll ohne Ende, wirklich viel Müll, also da ist Zentralamerika heilig dagegen. Hühnerfarmen mit einer Haltung, dass einem definitiv auch die letzte Lust auf Hähnchen noch vergeht. Und ansonsten einfach Wüste und Chaos. Das Ganze war so bedrückend, dass wir uns auch nirgends wohlgefühlt haben, um zu übernachten und wirklich eigentlich dachten, was machen wir hier eigentlich? Wir sind dann halt immer weitergefahren Richtung Lima, bis es irgendwann eindunkelte und wir in der Dunkelheit durch die 12 Millionen Stadt Lima durchfahren mussten. Ein Spaß, das sage ich euch. Dann noch eine kleine Begegnung mit den korrupten Polizisten rund um Lima, wo es leider die ein oder anderen gibt. Die konnten wir dank Kamera dann aber auch relativ schnell wieder abwimmeln. Die 5 Stunden Verspätung wurden uns also wirklich zum Verhängnis, weil eigentlich fahren wir nie in der Nacht, aber hier blieb uns irgendwie nichts anderes übrig. Und ja, der Stau in Lima abends um 10 ist genauso groß wie morgens um 10, spielt also eigentlich keine Rolle, wann man da durchfährt. Auf jeden Fall war es einer der schlimmsten Fahrtage unserer ganzen Reise. I fell apart 1,000 times. I'm tired of thinking it's raining, but something in your eyes is shining on me. You say it's time to let go. I say, where you going with my heart? I'm so afraid of getting lost. Tell me where you going with my heart. I say, where you going? Where you going? Where you going with my heart? I fell in love 1,000 times. Could have been dreaming. Pero no es mi culpa porque lo... Su licencia, señor. Su licencia. Nummer hast. Mir ist mir scheißegal. Es ist scheißegal. Things I want to trust. I said, where you going with my heart? I still believe in us. Tell me where you going with my heart. I said, where you going? Als wir dann endlich in Paracas angekommen sind, merkten wir, wie uns ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist. Die Erleichterung war groß, den unschönen Küstenabschnitt hinter uns gebracht zu haben und jetzt endlich unsere Mission zu verfolgen. Paracas ist ein bekanntes Kitegebiet in Peru. Hier schlagen wir jetzt mal unser Lager auf einem Parkplatz, wo wir kostenlos stehen dürfen und möchten die nächsten Wochen intensiv Kitesurfen. Der Platz ist nicht ideal, aber immerhin nahe an der Kiteschule gelegen, nahe am Strand und mit einem tollen Panorama auf das Wildlife Reserve gleich nebenan mit einer Show von Vögeln, die einfach nur unglaublich ist. Und Sonnenuntergänge, die noch viel unglaublicher sind. Wir sind Ende Saison im April und hatten ehrlich gesagt schon etwas Angst, dass wir keinen Wind mehr haben. Daher sind wir auch so fluchtartig aus der Cordillera Blanca Richtung Küste gefahren. Wir wurden aber positiv überrascht und hatten gute 2,5 Wochen lang jeden Tag Wind und vor allem sehr konstante Windbedingungen. Von den Kiteplätzen, wo wir bisher waren, mussten wir sagen, also so konstante Windbedingungen haben wir noch nirgends erlebt. Hat richtig Spaß gemacht, dort zu kiten.
In Paracas befindet sich auch der Nationalpark, ein Wüstengebiet mit einer unglaublich schönen Küste voller Steinklippen, Dünen, Flamingos, zahlreichen Vögeln, also ein wahres Naturparadies. Bevor wir allerdings den Nationalpark erkunden, hatten wir nochmals ein bisschen Ärger mit der Polizei. Die liebe Polizei in Peru macht uns zu schaffen. Eigentlich war es auch gar nicht die Polizei, sondern ein Buschauffeur, welcher mitten auf der Straße parkiert hat, um seine Gäste aussteigen zu lassen. Wir haben ihn ganz leicht touchiert an seinem Spiegel, aber definitiv so leicht, dass kein Schaden von uns entstanden sein kann. Er ist uns dann gefolgt, hat uns fast von der Straße abgedrängt, ein bisschen weiter vorne parkiert, wollte mit Steinen auf uns werfen, woraufhin wir dann angehalten haben, um das Gespräch zu suchen. Das Gespräch verlief nicht so toll, bis dann die Polizei angehalten hat und das Ganze schlichten wollte. Das haben wir dann auf dem Polizeiposten auch gemacht, wo wir etwa 3 Stunden knapp gesessen haben und gewartet auf die angeblichen Beweisvideos des Busfahrers, die in Lima zuerst ausgewertet werden mussten. Ja, die sind aber irgendwie nie gekommen und daher hat dann die Polizei gemeint, es dauert alles zu lange, ihr könnt gehen. Ja. Wir sind froh, mussten wir nicht alte Dellen von sonst irgendwelchen Unfällen berappen und konnten wieder weiterfahren Richtung Nationalpark. Im Nationalpark angekommen sind wir dann 2-3 Tage durch die Dünen gefahren, haben vor allem im Süden des Parks keine Menschenseele gesehen, abenteuerliche Pisten gefahren und spektakuläre Schlafplätze gefunden. Ja, Paracas Nationalpark ist der Küstenabschnitt von Peru, den es zu sehen gibt. Pushing my emotions, all these pictures in my head. I've got a reason not to tell you, I will let you guess instead. Seeing light in your eyes and the sun in your smile. Let's just sit and talk for a while. Seeing colors and flowers on the edge, and I try to catch myself, but I'm too far ahead now. Can you break? Is it safe? Can you hold? Run my way. Can you wait? Can you stay? Can you stop talking this way? All these pieces that are long gone, leaving memories that are so strong. In the meanwhile, I'll just keep it to myself. Letting it all get to me, but oh, I've got to say I've never had as many trouble finding ways to get away. Seeing peace in your eyes and despair in your smile. Let's just sit and stare for a while. Seeing colors and flowers on the edge, and I try to catch myself, but I'm so far ahead now. All these pieces that are long gone, leaving memories that are so strong. All these pieces that are long gone, leaving memories that are so strong. Can you break? Is it safe? Can you hold? Running my way. Can you wait? Can you stay? Can you stop talking this way? Can you break? Is it safe? Can you hold? Running my way. Can you wait? Can you stay? Can you stop talking this way? All these pieces that are long gone, leaving memories that are so strong. Das waren jetzt, glaube ich, erstmal genügend Erlebnisse für heute. Jetzt geht es zurück Richtung Berge, wo wir die nächsten Wochen die Welt der Inkas erobern wollen. Bis dahin, hasta luego!